Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Make-up-Tutorial für Star Guardian Jenna. Für dieses Tutorial werde ich meine zweite Perücke tragen, also nicht die, die ihr hier auf den Fotos seht, denn die ist ein bisschen schwer und das macht sich nicht so gut beim Schminken. Dafür nehme ich jetzt meine Ersatzperücke, diese hier, und dann legen wir einfach mal los. Ihr benötigt hier einmal im Überblick allerlei Kram, aber keine Angst, so viel ist das gar nicht. Ihr benötigt eine Lidschattenpalette mit Brauntönen, einen dunkelbraunen Lidschattenpuder, der nicht glitzert, einen Kompaktpuder in Matt und ein Rouge eurer Wahl. Dazu kommt ein Eyeliner, wasserfeste Wimperntusche und eine Wimpernzange, lange dramatische Jenna-Wimpern und ganz wichtig, einen durchsichtigen Wimpernkleber. Zum Pinseln empfehle ich euch einen kleinen, dünnen Pinsel, mit dem ihr feine Linien hinbekommt, ein Blending-Pinsel für Lidschatten, ein Make-up-Eye und einen großen Make-up-Pinsel. Einen Lippenstift eurer Wahl, ich habe hier einen in Matt- und Hautfarben gewählt, einen lilanen Eyeliner, den wir später als Augenbrauenstift verwenden werden, einen pinkfarbenen Lip-Liner, einen weißen Kajalstift und einen Anspitzer. Unverzichtbar ist natürlich ein Flüssig-Make-up und eine Contouring-Palette mit mindestens 3 Tönen. Alternativ könnt ihr dafür auch ein Braunpuder verwenden. Zu guter Letzt braucht ihr entzückende Elfenöhrchen, Elfenohrenkleber und eine Perückenkappe. Als erstes solltet ihr eure Kontaktlinsen einsetzen. Ich habe hier die Geo Animation CP A4 von Pinky Paradise. Danach solltet ihr eure Wig Cap aufsetzen, damit euch eure Haare nicht stören und ihr die nicht mit Make-up vollschmiert. Ich trage für dieses Video hier eine Perücke. Eigentlich sollte man die erst als letztes aufsetzen. Meine Elfenohren sind von Ardani Costumes und sind die Large Anime Elf Ears. Legen wir los mit dem Ankleben der Elfenohren. Dazu braucht ihr den Kleber, den es meistens mit zu den Ohren dazu gibt. Da eure Elfenohren meistens eine andere Farbe haben werden als euer Hautton bzw. der Hautton, den ihr später mit dem Make-up erreichen wollt, müsst ihr auch die Ohren mit Make-up bemalen. Greift euch also euer Flüssig-Make-up und schmiert die Dinger richtig ein. Um das Make-up zu fixieren, benutze ich meinen matten Fixierpuder. Das sorgt dafür, dass es nicht so klebrig ist und das Make-up gut hält. Das gleiche dann mit dem anderen Ohr und jetzt können wir sie ankleben. Dafür bepinselt ihr die Stellen an den Ohren, die später mit eurer Haut in Kontakt kommen. Passt beim Kleben ein bisschen auf, dass ihr nicht zu viele Haare mit einklebt, das könnte dann nämlich etwas ziepen. Gut festdrücken und fertig. Mit der anderen Seite macht ihr dann das gleiche und fertig sind eure Elfenohren. Nun dürft ihr euer ganzes Gesicht mit Make-up zukleistern. Solltet ihr rote Stellen oder Pickel haben, kann ich empfehlen, das mit Grünpuder vorher etwas abzudecken. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob ihr einen Pinsel benutzen wollt oder lieber so ein Make-up-Eye. Ich finde aber, dass das vor allem für die Partie unter den Augen sehr gut geeignet ist, weil dort sollte man das Make-up dann immer nur eintupfen. Aus dem Grund, dass man die kleinen, dünnen Fältchen unter den Augen hervorhebt, wenn man das Make-up darunter verschmiert. Ich verschmiere das Make-up jetzt einfach mit meinen Händen, weil mir das mit dem Pinsel oder dem Ei viel zu lange dauern würde. Und korrigiere das am Schluss einfach mit dem großen Make-up-Pinsel, damit die Flecken und Fingerabdrücke nicht mehr sichtbar sind. Da das Gesicht jetzt noch ziemlich klebrig ist, wird das Make-up jetzt mit dem Kompaktpuder abgetupft. Jetzt, wo das Make-up einigermaßen trocken ist, widmen wir uns dem Contouring. Durch das deckende Make-up habt ihr kaum noch Schatten oder Formen im Gesicht und deswegen schminken wir uns die einfach wieder her. Aber natürlich so, dass wir möglichst Jenna-mäßig aussehen. Ihr nehmt euren großen Make-up-Pinsel und einen mittelbraunen Ton aus der Contouring-Palette und fahrt von eurem Ohr in Richtung eures Kinns in einer Linie nach unten.
Auch an der Seite und an der Stirn könnt ihr ein bisschen Braunpuder verteilen. Das lässt euer Gesicht dann natürlicher und weicher wirken und gibt ihm schon mal eine spitzere Form. Wenn ihr ein Kleid tragt, bei dem euer Hals und eure Schultern frei liegen, könnt ihr auch dort noch konturieren. Wir nehmen jetzt den ganz dunklen, nicht glitzernden Lidschattenpuder, den ich hier etwas zweckentfremde, und zwar als dunkle Kontur, die meine Wangenknochen betonen soll. Ihr spitzt am besten ein bisschen den Mund, dann seht ihr da eine deutliche Linie und fahrt mit dem Pinsel unterhalb eurer Wangenknochen entlang. So wirkt euer Gesicht schmaler. Danach greift ihr zu eurem Rouge und tragt dieses oberhalb der gerade eben bräunlich gemalten Linie auf. Passt dabei auf, dass ihr nicht zu nah an eure Augen heranmalt, denn diese weiße Fläche unter den Augen ist es auch, die euer Gesicht schlanker aussehen lässt. Nun konturieren wir noch die Nase. Dafür nehme ich wieder die mittelbraune Farbe aus meiner Contouring-Palette und trage diese auf die Nase auf. Stück für Stück malt ihr jetzt einfach die Form eurer Nase nach und ein bisschen oben an den Augenbrauen. An der Nasenspitze malt ihr eine Dreieckform, das lässt eure Nase ein bisschen spitzer und kürzer aussehen. Ich nehme jetzt hier nochmal einen dunkelbraunen Ton und konturiere auch unten meine Nasenflügel ein bisschen. Das verkürzt optisch die Nase und macht eine schönere Form. Wenn ihr alle Linien fertig gemalt habt, fangt ihr nun mit dem dünnen Pinsel an, diese zu verwischen. Anschließend nehmt ihr euren Lidschattenpinsel und verblendet bzw. verwischt diese Linien noch mehr, damit es natürlicher aussieht. Ich benutze bei dieser Gelegenheit auch nochmal meinen dunkelbraunen Puder, den ich unter die Nase pinsel, damit diese eine schönere Form bekommt. Als letzten Schritt greift ihr zu eurer Make-up-Palette mit braunen Tönen und wählt den hellsten Ton, den ihr dort finden könnt, ein Weiß oder Cremeweiß, und tragt dieses auf euren Nasenrücken auf. So bekommt dieser einen schönen Schein. Ein bisschen was davon könnt ihr auch auf eurem Kinn verteilen und auf eurer Stirn. Das lässt euer Gesicht ein bisschen leuchten. Zu guter Letzt nehmt ihr noch einmal euren großen Make-up-Pinsel und den dunkelbraunen Puder und konturiert damit euer Kinn. Jetzt geht's an die Augenbrauen. Dafür decke ich als erstes meine natürlichen Augenbrauen mit Make-up ab. Auch hier mattiere ich wieder mit dem Kompaktpuder ab. Als nächstes greift ihr zu eurem lilanen Eyeliner, den wir jetzt als Augenbrauenstift verwenden. Malt zunächst eine dünne Linie, die über eurem Auge einen Bogen nach oben macht. Ich markiere mir hier mit 2 Strichen die innere Kante der Augenbrauen. Wenn ihr gerade in den Spiegel guckt, sollte der Abstand zu eurer Nase ungefähr gleich sein. Da diese Farbe nun nicht wirklich der Haarfarbe entspricht, verwende ich noch meinen pinken Lip Liner, um die Farbe etwas zu verändern. Um beides miteinander zu vermischen, verwende ich einen Augenbrauenstift mit einem kleinen Bürstchen. Fertig sind die arroganten Jenna Augenbrauen. Jetzt geht's an den Lidschatten. Dafür benutze ich einen dunkelbraunen, nicht glitzernden Ton aus meiner Lidschattenpalette. Diesen tragt ihr zuerst am äußeren Augenwinkel auf und arbeitet euch dann mit dem Lidschattenpinsel weiter nach innen. So entsteht ein leichter hell-dunkel Farbverlauf. Danach benutzt ihr erneut den hellsten Ton in der Palette und tragt diesen auf das innere Augenlid auf. Ebenso könnt ihr etwas von dem weißen Puder unter euren Augenbrauen platzieren. Das sorgt für einen glamourösen Effekt. Als nächstes verwendet ihr euren Eyeliner. Ich habe hier einen Eyeliner-Stift mit einer breiten und einer flachen Seite. Als erstes markiert ihr euch den Punkt, an dem euer Eyeliner später enden soll.
Dazu seht ihr am besten gerade in den Spiegel. Punkte sollten auf der gleichen Höhe sein, sonst habt ihr später schiefe Augen. Verbindet nun diese Punkte mit eurem Wimpernkranz und zieht die Linie bis ganz nach innen. Auch unter eurem Auge zieht ihr noch eine dünne schwarze Linie, achtet jedoch darauf, dass ihr sie nicht bis ganz zum Ende durchzieht. Eure Augen haben jetzt schon einen optisch größeren Effekt bekommen. Um diesen noch zu verstärken, nehmt ihr euren weißen Kajal und tragt diesen auf eure Wasserlinie auf. Im inneren Augenwinkel vergrößert ihr euer Auge, indem ihr auch unter der Wasserlinie noch weißen Kajal auftragt. Diesen Effekt betonen wir jetzt noch mit ein bisschen braunem Puder. Ihr nehmt dafür euren braunen Puder und euren dünnen Pinsel und zieht damit eine Linie von eurem inneren Augenwinkel bis hin zu eurem Eyelinerstrich unter dem Auge. Nun widmen wir uns den voluminösen Jenna-Lippen. Hierzu benutze ich einen gut haftenden Lip Liner in einem eher natürlichen Farbton. Ich fange mit der Oberlippe an und male eine geschwungene Herzform noch über die Größe meiner Lippen hinaus. Achtet bei der Oberlippe darauf, dass ihr rechts und links im Mundwinkel ein wenig ausspart und die Lippen in der Mitte voluminöser werden. Auch meine Unterlippe vergrößere ich optisch ein wenig. Ich verwende nun noch einen andersfarbigen Lip Liner auf der Oberlippe, um einen schönen Effekt zu erzielen. Für die Unterlippe benutze ich dann noch meinen matten Lippenstift in Hautfarbe und die Oberlippe betone ich mit einem Beereton. Für einen Jenna-mäßigen Augenaufschlag kleben wir jetzt noch Wimpern an. Dafür knipst ihr eure Wimpern mit der Wimpernzange ein bisschen nach oben und tuscht sie am besten mit wasserfester Wimperntusche. Dabei könnt ihr auch gleich die unteren Wimpern am äußeren Augenwinkel tuschen. Ich habe hier 2 Packungen Wimpern zur Hand. Die einen Wimpern sind wundervoll lang und glamourös, haben aber einen schwarzen Wimpernkleber, der sich auf dem ganzen Augenlid verteilt, wenn man versucht, die Wimpern anzukleben, weshalb ich hier noch eine zweite Packung habe, bei der ein durchsichtiger Kleber mit drin ist. Wenn ihr die Wimpern anklebt, solltet ihr beachten, dass die längere Seite immer am äußeren Augenwinkel zu platzieren ist. Nehmt nun euren Kleber und tragt ihn vorsichtig auf den Wimpernkranz auf. Ich lege nun die Wimpern grob dahin, wo sie sollen und versuche mit einem Wattestäbchen diese festzudrücken. Da Wimpern leider nicht meine Stärke sind, dauert das ein Weilchen. Dasselbe wiederholt ihr dann mit der anderen Seite. Kleber drauf, Wimpern andrücken, Wattestäbchen. Zuletzt noch ein kleiner Trick, der unserem Star Guardian Jenna Make-up ein Strahlen verleiht. Ich habe hier einen cremefarben schimmernden Make-up-Stift. Alternativ könnt ihr auch jeden anderen schimmernden, hellen Puder benutzen. Diesen tragt ihr auf die Nasenspitze auf und wenn ihr möchtet, noch über eure Lippen und aufs Kinn. Ich ziehe schnell nochmal meine Lippen nach, weil ich sie mit dem Goldschimmer ein wenig verwischt habe. Und fertig ist das Jenna Make-up. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, freue ich mich, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt. Bis dahin, Wiedersehen!